Seit dem 26. Oktober geht die Deutsche Telekom gegen Cyberangriffe aus dem größten und modernsten Abwehrzentrum Europas vor. Mehr als 1 Milliarde sicherheitsrelevante Daten aus 3000 Datenquellen, analysiert nahezu vollautomatisiert. Und das täglich. Mit der Eröffnung des integrierten Cyber Defense und Security Operations Center setzt Telekom Security neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit. Ich bin immer stolz, wenn die Telekom was sagt und es dann auch macht. Und das ist, wenn wir unsere Netze bauen, wenn wir das beste Mobilfunknetz in Deutschland haben. Das ist so gewesen, als wir die Schengen Cloud gebaut haben und das größte Rechenzentrum in Bira eröffnet haben. Und natürlich bin ich stolz, wenn wir sagen, wir wollen in Sicherheit als einziges deutsches Unternehmen richtig investieren. Und dann sehe ich, dass das passiert ist. Dann bin ich stolz, dass meine Telekom, dass unsere Telekom so weit vorangekommen ist. Was die Deutsche Telekom gegen Cyberangriffe auf ihre eigene Infrastruktur unternimmt, bietet sie auch ihren Kunden. Über 200 Cybersecurity Professionals überwachen im 24-Stunden-Betrieb die Systeme der Telekom und ihrer Kunden. Sie erkennen Cyberangriffe, analysieren Angriffswerkzeuge und wehren Angriffe ab. Security at its best. Das ist so das Herzstück hier der Cyber Defense. Rund um die Uhr sitzen die Mitarbeiter hier und beobachten die Sicherheitslage, um im Zweifelsfall dann auch alarmieren zu können. Wir sind stolz, dass wir als Telekom Security heute hier Europas größtes integriertes Cyber Defense und Security Operations Center eröffnet haben. Warum das größte? Weil diese Art von Kombination, dass man sich selbst managt, die Security eines Großkonzerns mit 225.000 Mitarbeitern weltweit und gleichzeitig noch 30 weitere Kunden im Endeffekt mit derselben Technologie, mit denselben hochprofessionellen Tools, das ist quasi in dieser Form einzigartig. Und dabei ist Bonn eigentlich nur das Master Center für diese ganze Cybersecurity-Abwehr, denn wir haben auch Standorte in Bad Kreuznach, in Kiel, in Darmstadt, in Leipzig, in Prag, in Budapest, Madrid, Kapstadt sogar. Das heißt, von hier aus schlägt quasi das Magenta-Herz zum Thema Security. Alle Informationen werden hier gebündelt, aggregiert und damit können wir uns als Telekom, aber eben auch unsere externen Kunden jeden Tag immer ein Stück besser schützen. Kunden, Journalisten und Vertreter aus Wirtschaft und Politik wollten sich vom Leistungsspektrum der neuen Abwehrzentrale selbst überzeugen. Die Digitalisierung und deren Sicherheit steht auf der politischen Agenda bei Bund und Ländern ganz oben. Natürlich heißt Digitalisierung nicht nur, wie ruckelfrei kann ich mein Netflix zu Hause gucken, sondern natürlich heißt Digitalisierung auch, wie kann ich in der digitalen Bildung, in der digitalen Infrastruktur, in der digitalen Wirtschaft, über digitale Start-ups diese Gesellschaft so vorantreiben, dass wir wettbewerbsfähig bleiben. Das Thema Cybersicherheit hat bei uns auch, wenn man es nachliest in der Koalitionsvereinbarung, einen sehr hohen Stellenwert. Gerade kleinen und mittleren Unternehmen fällt es schwer, sich vor den Gefahren der Digitalisierung zu schützen und überhaupt damit die verbundenen Chancen für sich auch nutzen zu können. Großkunden, der Mittelstand, Privatkunden. Telekom Security bietet heute Schutz, von dem alle profitieren. Dirk Backofen weiß, was die Leistungsfähigkeit des SOC ausmacht. Das wichtigste Asset, was wir als Telekom Security haben, ist Wissen, ist das Thema Know-how. Und zwar einerseits über das, was wir in den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren gesammelt haben, über die Angriffsmuster, wie man die Telekom versucht hat anzugreifen, aber eben auch das, was wir in Zukunft nutzen können, daraus im Endeffekt aus laufenden Angriffsdingen neue Verteidigungsmaßnahmen abzuleiten. Und je mehr wir diese Aktivitäten bündeln, desto besser können wir diese hochprofessionellen Tools nicht nur für uns selbst einsetzen, sondern eben auch für unsere externen Kunden. Und dabei geht es eben darum, zum Beispiel Threat Intelligence, also diese Intelligenz über das Thema Angriffsmuster, über Schwachstellen wirklich immer weiter auszubauen, um damit uns und unsere Kunden zu schützen. Mit der Eröffnung des SOC hat auch die Linde Group ihre digitalen Systeme der Telekom anvertraut. Der Managed Service hat das DAX-Unternehmen überzeugt. Ich bin absolut überzeugt, dass die Telekom und die T-Systems hier der richtige Partner ist, um wirklich unsere Security Services hier aus Bonn zu beziehen. Weil das als Produktionsbetrieb alleine, der sich zwar auf Digitalisierung fokussiert, aber der diesen Security-Schwerpunkt nicht hat, das ist alleine eigentlich gar nicht zu stemmen. Sie brauchen einen strategischen Partner, um das entsprechend zu entwickeln und auch die Digitalisierung der Organisation voranzutreiben. Aber das SOC an sich, Key-Entscheidungskriterium für uns, dass das hier in Deutschland beheimatet ist. Für Telekom-Chef Tim Höttges ist das neue SOC aber auch ein Teil der gesellschaftlichen Verantwortung, die die Telekom annimmt und lebt. Erleben, was verbindet. Life is for sharing. Das ist unser Claim, das ist die Identität, die wir uns geben. Und
Dafür stehen wir morgens auf und dafür gehen wir abends ins Bett. Wir teilen die Netze, wir verbinden die Kontinente, wir verbinden Geschäfte und machen Digitalisierung Möglichkeit. Und genau das machen wir hier, nur hier teilen wir etwas anderes. Hier teilen wir unsere Erfahrung über Sicherheit. Wir sehen Attacken von jemandem auf einem Netz, wir analysieren sie und teilen dieses Know-how mit anderen, damit ihnen das Gleiche nicht auch passiert. Das Cyber Defense und Security Operations Center, eine IT-Sicherheitshochburg in Bonn. Für Dirk Backofen ist die Eröffnung auch eine wichtige Stärkung des Standortes. Mit vielen Partnern will der Telekom Security-Chef künftig die Armee der Guten bilden und Hacker in ihre Schranken weisen. Ich freue mich, dass wir als Telekom Security unser Headquarter hier in Bonn haben, weil wir sind hier nicht allein. Wir haben im Endeffekt mit dem Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, mit dem BSI, mit dem Cyberkommando der Bundeswehr, mit dem Fraunhofer Institut hier in diesem Cluster, auch mit der Stadt Bonn und der IHK Rhein-Sieg, im Endeffekt jede Menge gute Partner, die quasi dieses Thema Cybersecurity extrem ernst nehmen, extrem viel auch unternehmen, um im Prinzip genau dagegen gewappnet zu sein. Und das eben auch nicht nur national, das ist auch wichtig, sondern auch sehr stark verbunden mit internationalen Institutionen. Und ich glaube, diesen Nukleus, dieses Wissen zu bündeln und das an einem Ort im Endeffekt dann auch habhaft zu machen für alle, da kann Bonn eine Vorreiterrolle spielen. Deswegen freue ich mich, dass hoffentlich Bonn in Zukunft ein Stück weit das Cybersecurity Valley von Europa wird. Cyber Defense und IT Security. Mit dem Security Operations Center unterstreicht die Telekom einmal mehr, die Sicherheit im Netz ist Magenta.